Almanya'nın sınırının altındasın sonunda. Evet. Aynen. Pasaportunuz yanında mı? Aslında direkt gitsek parçalık vermeden. Ben iyi şey. Na, du verlierst uns nicht. Mach dir keine Sorgen. Meter oder? Wo geht's da runter? 50 Meter geht's runter. Wow. Na, da kommst du nicht weit. Ha, başka bir yer vardır. Da schau, jetzt haben wir Staatsgrenze in 5 Meter. Jetzt gehen wir einfach von Österreich nach Deutschland. Das ist doch ganz geil. Komm, mach ein Foto von uns, mach ein Foto. Ja. Na, dann passt sie, dann sind wir am richtigen Weg. Ja, das sind die, schaut, das sind die Adern. Ich glaube aus dem Salz Jetzt rutsch mal runter, Mohammed. Bohrkerne. So, komm, gehen wir ein bisschen vor, dass wir. Schau dir das an, Mohammed, schau, was der für Krallen hat. Ja, bevor es jetzt zur Rutsche geht, schauen wir uns noch kurz an, wie der moderne Salzabbau stattfindet. Da gibt es zwei ganz wichtige Maschinen. Einerseits haben wir da einen Fräskopf von einer sogenannten Teilschnittmaschine. Mit solchen Maschinen werden die Stollen vorangetrieben. Also wenn man jetzt da rauf schaut, so auf die Wände, da sieht man ganz viele Kratzer. Das sind die Frässpuren von so einer Teilschnittmaschine. Da haben wir einen Teil von einer Bohrlochsonde. Mit der Bohrlochsonde wird dann letztendlich der Großteil vom Salz in Österreich gefördert. Das Ganze passiert im sogenannten Nassabbauverfahren. Sprich, das Salz wird aus dem Gestein rausgewaschen oder rausgelaugt. Dabei entsteht Sohle mit salzgesättigtes Wasser oder für die Kids ganz, ganz salziges Wasser. Das kosten wir dann später noch. Und aus diesem Rohstoff werden dann die verschiedensten Salzprodukte weiter hergestellt. Also vom Speisesalz für Pommes oder fürs Nudelwasser bis hin zur Kochsalzlösung für die Medizin wird dann alles Mögliche aus dem Rohstoff Sohle hergestellt. Damit ihr euch den Prozess aber noch mal besser vorstellen könnt, schauen wir uns den Abbau da im nächsten Film noch mal kurz an und dann geht es auf zur ersten Rutsche. Yeah, welcome here in Germany. Over here you're going to see how the modern salt mining is going on. So there are two important machines we use nowadays. Over there you can see the head of a big digging machine which is used to dig. Abbau statt. Bei diesem Verfahren, Laugung genannt, wird das Salz durch Zufuhr von Wasser aus dem Haselgebirge gelöst und abtransportiert. Today, most salt is mined using the so-called wet mining method. In this process, called leaching, salt is dissolved by adding water from hybrid rock and transported away. Den Stellenvortrieb übernimmt dabei die Teilschnittmaschine und über Probebohrungen werden die potenziell ertragreichsten Stellen ermittelt. The gallery drive is carried out by the road header, and the potentially most productive locations are identified by means of test drilling. In den 1960er Jahren hat sich für diese Laugung ein Verfahren durchgesetzt, welches die Bergarbeit wesentlich erleichtert.
und dabei noch die Produktivität erheblich steigert. Das Bohrlochsondenverfahren. However, as recently as the 1960s, a new method of leaching became established. It hugely simplified the work of the miners while still increasing productivity. This is the borehole probe process. Dabei wird durch ein doppelt geführtes Rohr einerseits Wasser zugeführt und andererseits die erzeugte Sohle abgepumpt. Und das in einer Tiefe von bis zu 550 Metern. Here, two pipes are used, with water being supplied through one pipe and the resulting brine being pumped out through the other. Eine solche Sonde kann 50 Jahre lang in Betrieb sein und dabei bis zu 1,5 Millionen Tonnen Salz fördern. All at a depth of up to 550 meters. Such a probe can operate for up to 50 years. During this time, it can extract up to 1.5 million tons of salt. 400 years ago, salt mining was much harder work and also considerably riskier. In order to see how salt was mined back then in so-called drainage chambers, we will now slide down a level deeper into the past. Wir rutschen jetzt runter oder zurück ins barocke Zeitalter und dazu verwenden wir eine sogenannte Rolle. Rolle, so nennt man diese Bergwerksrutschen da. Und da gibt es ein paar Sachen, die ihr bitte zum Einhalten habt. Also bitte nur zu zweit oder zu dritt rutschen, dabei Beine links und rechts von der Rutsche ausstrecken, am Rutschenpartner oder Partnerin festhalten, nach hinten lehnen und bitte nicht bremsen. Es gibt einen langen, flachen Auslauf, da bleibt es alle von alleine stehen, also braucht ihr euch auch nicht fürchten. Und solltet ihr nicht rutschen wollen, wir hätten auf der linken Seite auch die Treppen zur Verfügung. So we're going to slide now down or back into the Baroque times with such a Rolle. Rolle, that's the name for these minor slides, and there are some rules you need to follow, please. So just slide in groups of 2 or 3, straight up your legs to the left and to the right of the slide. Hold on your sliding body, lean back, and please don't break. There's a long flat part at the end of the slide and you will stop over there, so you don't need to be scared. And if you don't want to slide, you can also use the stairs on the left-hand side. Ja, dann würde ich sagen, Freiwillige vor. Gut, just not really check up your seat. Ya bir kere geliyor sonuçta. Okay, go together. Yeah, groups of 3. 3 or 2. I wasn't practicing. Und, bist du schon nervös? Ja, aber du schaffst es schon. Sophia, Çok kısa. Kayacak mı? Ja, sicher. Çok kısa. Bir şey gitmiyor. Sen kayıyorsun. Aynen. Herhangi bir yol falan yok ki. Ja, Sen sen- kendin kayıyorsun. ja. Ne? Ich bin nicht Slightly raise yourself, lean back, feet slightly raised. Gel sıraya girin. Leave the arrival area and then leave the flat spot. Do not break it. Wait, really break it? No, I mean like hold the break. Ich rutsche mit dir. Na, this one. Das ist, aber ich will doch nicht mehr vorne rutschen. Çok eğlenceli. Du wirst sagen, ich will nochmal rutschen. Ja, wir würden auch noch mal rutschen, das ist nicht das einzige Mal. Komm. Geç önüme. Geç önüme geç. So, oh, ich halte dich schon. Und die Füße, das haben wir gesagt, so. So, da geht's schon. Und los! Wow, das ist ja super. Hoppala! Sehr gut gemacht. Komm, geh mal raus.
War schon super, gell? Na, harmlos, oder? Ja, das war ganz langsam. Ich will jetzt wieder laufen. Ja, wenn er sagt, Mohammed, nasıldı? Mohammed. Ja, bir değilmiştim. Mein Gesicht. Ja. Okay. Anneme. Bühne. Schau, wie schnell wir waren. 35 km/h. Şimdi bizim resimlerimiz mi? Ja, das kann schon sein. Ja, aber ich wünschte, ich könnte alleine. Ja, das ist nicht so tragisch. Ich dachte, du bist Bizimki geçmiş bakmamışız. Die jetzt da dürft ihr mal die bergeigene Sohle kosten. So we are entering now a leaching chamber which was used back in the days to wash or leach out the salt from the rocks. And there is a brine spring where you're able to taste the brine of our mountain. Speck, ja, ich kann einmal kurz. War Lisa? Lisa? Moment, kostet mal. Und, wie war's? Schmeckt nach dem Salzstein. Schmeckt nach Salz. Das haben wir mal festgestellt. Sehr gut. Also wir haben da 27% Salzgehalt. Genau der gleiche Salz. Das Tote Meer im Vergleich dazu, das hat um die 33% Salzgehalt. Also da sind wir nicht mehr so weit davon entfernt vom Prozentsatz des Toten Meeres. Wir werden jetzt dann mit dem Boot dann auf die andere Seite von der Laufkammer fahren. Während der Bootsfahrt schauen wir uns eine Show an. Und da geht es eben darum, oder das soll darstellen, wie Salzburg so zu seinem Reichtum gelangt ist. Das Salzberger Kirchen Dürnberg war ja mehr oder weniger die Schatzkammer vom mittelalterlichen bis barocken Salzburg. Also durch das weiße Gold, was da damals abgebaut worden ist, haben wir sich dann letztendlich den ganzen Prunk und Reichtum und vor allem die ganzen Prunkbauten in der Salzburger Altstadt errichten lassen. Dieser Jahr zum Beispiel der Fürsterzbischof Wolf Dietrich von Reitenau. Der hat eine Geliebte gehabt, 15 Kinder mit der Geliebten, und dadurch, dass er Bischof war, und als Bischof darf er natürlich keine Frau haben und schon gar keine 15 Kinder, hat sie nicht auf der Festung leben dürfen, und somit hat er einfach das Schloss Mirabell mit den Mirabellgärten errichten lassen. So reich waren wir damals. So the brine over there has 27% salt in it. For example, the Dead Sea has around 33% salt. Not that far away from the percentage of the Dead Sea. We're going to take now the boat to get to the other side of the leaching chamber. While we're on the boat, you will see how Salzburg was getting that wealthy in the Baroque times and the Middle Age, because at this time salt was the white gold, and the salt mine over here was the source of wealthiness for the prince archbishops and their followers in Salzburg. So that's why they could create all the great buildings over there. So, like this guy over there, it's Prince Archbishop Wolf Dietrich von Reitenau. He had a mistress and 15 kids with the mistress. And as a bishop, you're not allowed to have a wife.
So she and the kids were allowed to live in the fortress of Salzburg. So he just Gel şöyle gel. Gel Muhammed şuraya gel. Gel sen buraya. Ben anneyi, baban, anneni, ablamın yanına geçeyim. Geç buraya. Gel yanıma gel. das Boot wieder verlassen und da drüben rechts in den nächsten Raum rein. You can leave the boat and just enter the next room on the right hand side. Schon reingehen.
Ich werde auch Pages. Ich bin wieder vor dir. Da gelten die gleichen Regeln wie bei der ersten Rutsche. Die einzigen Unterschiede sind, die Rutsche ist länger, schneller und meines Erachtens macht es mehr Spaß über hier. Macht es mehr Spaß über hier. So, we're now at the second slide. Same rules like at the first one. The only differences are the slide is longer, faster, and it's more fun over here. So mit Deutsch und Englisch ein bisschen vermischt. Jetzt geht's. Können wir schon? Ja, dürft schon rutschen. Jawohl. Juhu! War super. Ja, es war sehr starker Wind. Schau, jetzt sind wir 210 Meter. Und noch hast du vergessen zu sagen, wir sind in Deutschland. Ja, und Deutschland sind wir auch. Hat das auch mit Gold gemacht. Böyle şeyin içine koyuyorlar, yapıyorlar. Man hat so. Die war schon cooler. Weiß ich nicht, anstoßen? Da, jetzt haben wir die Staatsgrenze wieder. Schau mal mit. Aber das ist nicht die Flagge von Österreich. Das ist nicht die Flagge von Deutsch. Oh, das sind die alten Flaggen. Ja. Komm mal weg. Because it collapsed already. That's the end of the old slide. So you can't see the slide anymore, but that's the arrival area of the old slide. Also das ist der Ankunftsplatz von der alten Rutsche, die man am Anfang gesehen hat, von der Tour. So 1976, the first one found on the slide. And then you went back with the gondola. Die andere Rutsche. Oh. Geil. Schon da ist Salz da, Moment, komm her mal. Schau, da hast Salz drinnen. Schau. Greif eine. Ja, sicher kannst du angreifen. Kannst sogar probieren. Und, wie schmeckt's? Es muss salzig schmecken. Sehr salzig. Кліпсайні, як все Gleich.
Jetzt macht mal den großen Halbkreis da hinter mir auf der Wand, da schauen wir uns noch den nächsten Film an. So just make a big circle around, because on that wall behind me you're gonna see the next movie. Yeah, let's start in English. In the Middle Age, they already invented the leaching process and the air conditioning system for the galleries, which we still use. The only difference is back in the days they used such bellows to get more fresh air into the shafts if they were in need. And nowadays we've got an electric vent, just the modern version of it. But the rest of the system is still working the same, how it worked. Man hat auch ein Belüftungssystem entwickelt, das wir bis heute immer noch so verwenden. Der einzige Unterschied ist, früher hat man so einen Blasebalg verwendet, um mehr Frischluft in die Stollen zu bringen, wenn es notwendig war. Und heutzutage haben wir einfach ein elektrisches Gebläse. Aber ansonsten funktioniert das System immer noch genau gleich. Wie das funktioniert hat, beziehungsweise immer noch funktioniert, schauen wir uns jetzt hinter mir im nächsten Film an. Nur ganz kurz zu diesen Salzfässern da in der Mitte. Das sind sogenannte Perkufen. Das war die handelsübliche Menge an Salz. Da passen ca. 75 Kilo Salz rein. Und diese 75 Kilo Salz hätten heute einen Marktwert, natürlich mit dem Preis vom Mittelalter, um die 120.000 Euro. Jetzt könnt ihr euch alle vorstellen, warum das weiße Gold war damals. Im Mittelalter kannte man sowohl obertägige Sohlequellen als auch die arbeitsintensive Methode des bergmännischen Abbaus von Steinsalz. In dieser Epoche kam es zu zahlreichen Erleichterungen. Der Stoßkarren, der Transporte vereinfachte, die unterstützte Führung von Frischluft durch die Stollen sowie die bahnbrechende Idee, Sohle direkt im Berg herzustellen. In the Middle Ages, both surface brine sources and the labor-intensive method of mining rock salt were known. This era saw numerous improvements. The pushcart, which simplified transport, the assisted routing of fresh air through the galleries, and the groundbreaking idea of producing brine directly in the mountain. Neben den zahlreichen Gefahren, die sich beim Bergbau zwangsläufig ergeben, gibt es eine ganz besonders tückische: die matten oder bösen Wetter. Gemeint ist damit eine gefährliche Zusammensetzung der Atemluft. Amongst the many unavoidable dangers faced by miners, one is particularly dangerous: weak or bad weather. This was the name used when the air inside the mine contained a dangerous mixture of gases. Im Stollen endet die natürliche Zirkulation der Atemluft schon nach rund 300 Metern. Wenn der Luftstrom einmal zu gering ist, wird mit einem Blasebalg, dem Focher, nachgeholfen. In the gallery, the natural circulation of the fresh air ends after about 300 meters. Weather doors help to slow down and direct the airflow if it is too weak. Erst wenn unterschiedliche Horizonte des Bergwerks durch Schächte miteinander verbunden sind, entsteht eine natürliche Zirkulation. Innerhalb des Berges herrscht das ganze Jahr über eine konstante Temperatur von 10 Grad. Die Richtung des Luftstroms wird durch die Außentemperatur bestimmt. Only when different horizons of the mine are connected by shafts, natural circulation is created. Inside the mountain, there's a constant temperature of Deswegen ist das so, beim Reinkommen sind wir bergauf, beim Raus jetzt bergab. Schauen wir mal, da gibt es auch Sachen.
schauen wir uns jetzt noch an, wie die Kelten damals das Salz abgebaut haben. Nach der Tour könnt ihr noch raufschauen ins Keltendorf, das ist gleich nebenan, so 20 Meter vom Ausgang entfernt und inkludiert, also da braucht ihr nur noch einmal euer Ticket herzunehmen. Da könnt ihr euch dann anschauen, wie die Kelten an der Oberfläche gelebt haben, beziehungsweise wie das traditionelle Pfannensalz wiederhergestellt wird. Da ist eine kleine Salzmanufaktur oben mit einem Salzmeister von uns und der wird euch das Ganze da erklären, zeigen. Ihr könnt es natürlich auch da oben verkosten. So over here you're gonna see how the Celtics were mining the salt. And after the tour, you're able to go up to the Celtic village. It's included, so you just need to use your ticket again to get into it and to see how the Celtics were living on the surface and how the traditional pan salt is produced again. There's a little pan salt manufactory with one of our pan salt masters who will show you and explain you how it's done. And if you want, you can also have a taste over there. And the movie will be played over there. Also da schauen wir uns jetzt noch das an. 600 Jahre vor Christus. Wir befinden uns jetzt in einer Zeit, als Obertage die legendäre Gründung der Stadt Rom erst 150 Jahre her ist. Hier am Dörnberg graben die Menschen zu der Zeit nach der Grundlage ihrer wachsenden Siedlung. Sie brauchen das Salz als wertvolles Handelsgut und um ihre Lebensmittel haltbar zu machen. 600 years before the birth of Christ, we now find ourselves in an age in which above ground, the legendary founding of Rome had only happened 150 years ago. Here in the Dörnberg, the people are digging in order to firmly establish their own growing settlement. They need the salt as a valuable resource and also to preserve their food. Kinder unterstützen schon früh die Erwachsenen beim Abbau unter Tage. Sie könnten für die Beleuchtung zuständig gewesen sein. Denn so ein Leuchtspan spendete nur wenige Minuten Licht. Dann muss der Feuer entzündet werden. Children supported adults mining underground from the very start. They could have been responsible for the lighting because a stick of firewood only gave off a few minutes light before the next one had to be lit. Die Arbeit unter Tage war nicht nur anstrengend, sondern barg auch Gefahren. Underground work was not only tiring, but also full of danger. Mindestens 12 prähistorische Abbaukammern wurden am Dörnberg gefunden. Sie reichten bis in eine Tiefe von 200 Metern. Archäologische Grabungen zeugen von einer blühenden Kultur über Tage. At least 12 prehistoric mining chambers have been found in the Dörnberg. These reach to a depth of 200 meters. Archaeological digs provide a vivid culture above ground. I would like to invite you to follow our Celts up into the light of day and experience the fundamental value that the salt of the Dörnberg had for many generations and still has to this day. Wir sind jetzt da fast am Ende von der Tour angelangt, gehen jetzt noch ein Stückchen raus zu unserem Zug und der bringt uns dann wieder zurück an die Oberfläche. Keine Angst, wir sind jetzt einmal nach unten gerutscht. Wir fahren jetzt mit einer Rolltreppe nach oben, ihr müsst nicht nach oben gehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag und Glück auf. So that's the end of the tour, almost. We're going now back to the train, which will bring us back to the surface. No worries, we were sliding down twice. We're going up with an escalator. I hope you enjoyed the tour and you had fun. I wish you a good stay in Austria and Glück auf. Wir müssen jetzt noch ein bisschen nach unten, oder? B und N. Also negativ. Taskenkamera. Einmal durch die Geister. Oder? Ich habe gehört, wie die Taskenkamera aufgeht. Ich weiß nicht, mit dem Zug.
He? Biz bunları 1 eurodan O nereden bilecek? 4 tane daha tuzumuz oldu. Ben istiyordum ya. Sen aldın parayı şey. 6 tane aldım. Sehr Spaß macht. Ja, ja. Sie brauchen nur Visa. Wenn man als Kälte hat das jetzt Damit du deinen Fleischhalter machst im Winter. Aber jetzt haben wir ja einen Handel, oder? Handel habe ich verstanden. Ja, bei den Kälte. Aber kein Kälte probieren. Deine Ungeduld kennt keine Grenzen. Aber das genau, das wird immer jetzt Ganz vorne anziehen. Yes! Buradan geldik bak. İmzanı atabilirsin buraya Muhammed. So. Seninki boyuyor mu? Ma. So. Muss drauf spucken. Das ist Salz. Komm. Ich bin aber diesmal hinter dir. Ich war hinter dir. Ich so, aber diesmal bin ich hinter dir, obwohl ich war. Nein. So. Hello Muhammed, check it out. Ja, aber was Dann dürft ihr wieder nach oben folgen. Lauf mit uns. Schönes Salzburg. Schau, wie schön es da ist, Mohammed. Warte mal auf Mama. Ja, da kannst du auch rauf. Da kannst du auch rauf. Achso, da geht's nicht, gell? Da werden wir eingesperrt. Wegen diesen Kisten. Ja, macht ja nichts. Ups.
Sal oraya dur. Muss schon etwas halten. Ja, genau. Ja. Und dagegen kannst du auch herkommen. Davor, daneben, ja. Halt ihm dann. Genau. Passt.